Es scheint, als ob das Meer seine Geheimnisse hinter dem Schleier der Zeit verbirgt. Doch heute werden wir diesen Schleier ein wenig lüften. Unsere Geschichte beginnt in dem Moment, als ein erfahrener Forscher, geleitet von verlässlichen Daten und seiner eigenen Intuition, in die tosenden Tiefen hinabtaucht. Auf dem Meeresgrund, unter Schichten von Sand und Algen, entdeckt unser Held etwas Unerwartetes. Vor ihm liegt nicht einfach nur ein Wrackteil. Es ist ein perfekt erhaltenes deutsches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Moment der Entdeckung schlägt das Herz schneller. Vor den Augen erscheint ein in der Stille verharrender Unterwasserriese, der viele Geschichten erzählen könnte, wenn du nur bereit bist zuzuhören. Was hat ihn hierher geführt? Wie konnte es sich jahrzehntelang vor den Augen der Seefahrer verbergen? Doch es tauchen nicht nur Fragen auf, zu denen sich erst langsam eine Ahnung formt. Und angesichts der aktuellen Situation scheint es, als würden seine Erwartungen schon bald erfüllt werden. Doch die Konstruktion des U-Boots deutet auf weit mehr hin als nur ein Geheimnis. Unter den vielen Geschichten des Zweiten Weltkriegs blieb das Verschwinden dieses U-Boots stets eines der rätselhaftesten Geheimnisse. Irgendwann, tief unter der Wasseroberfläche, verschwanden die besten Zeugnisse ihrer letzten Fahrt für immer aus der Welt. Aber warum entschied sie sich nicht zur Basis zurückzukehren? Welche Ereignisse führten zur Tragödie und hätte das Geschehene den Lauf der Geschichte verändern können? In den Archivaufzeichnungen sind nur vereinzelte Daten über ihr Auslaufen und noch aufgeregtere Vermutungen darüber erhalten geblieben, was an Bord geschehen sein könnte. Vielleicht erhielt die Besatzung einen geheimen Befehl oder stieß auf etwas Außergewöhnliches. Fetzen von Sätzen, mündliche Überlieferungen und rätselhafte Codes schüren das Interesse nur noch mehr. Vielleicht liegt das Geheimnis in den Verlusten der Seeschlachten verborgen. Oder war es mehr als nur eine gewöhnliche Militäroperation? Der Forscher spürt, dass die Lösung nahe ist, denn er weiß, dass die Geschichte ihre Geheimnisse oft den hartnäckigsten offenbart. Als wir ins Meer eintauchten, traf unser Team zum ersten Mal direkt auf das rätselhafte U-Boot. Langsam bahnten sich der Forscher und sein Team ihren Weg durch die Dunkelheit und spürten dabei Aufregung und Ehrfurcht vor dem, was vor ihnen lag. Die Konturen des Rumpfes, vom Zahn der Zeit kaum berührt, ließen erahnen, welch gewaltige Geschichte er verbirgt. Blitze von Lichtern hoben Details hervor, die in der Vergangenheit unsichtbar waren, und warfen Fragen darüber auf, was in jenem schicksalhaften Moment geschehen war. Und so enthüllte der raue Stahl des Schiffes im Scheinwerferlicht Fragmente von Inschriften und das Bild gesunkener Illusionen. Das weckte das Gefühl, etwas Lebendigem zu begegnen, etwas, das einst atmete, nun aber in der Zeit erstarrt ist. Jeder flüchtige Blick offenbarte neue Details, wie Puzzleteile einer riesigen und unsichtbaren Welt. Doch die Geheimnisse sind noch nicht gelüftet, und unter der dicken Stahlschicht verbergen sich noch düsterere und erstaunlichere Entdeckungen. Was sind das für seltsame Spuren am Rumpf, und was könnten sie verbergen? Das Forscherteam, das in das Innere des gesunkenen U-Boots vordrang, spürte zum ersten Mal den Atem der Zeit, der sie in den eisernen Wänden gefangen hielt. Jede Sektion des Schiffs erwies sich als eingefrorene Fotografie aus der Vergangenheit, und die schrägen Korridore verwandelten sich in ein verworrenes Labyrinth, das zu unbekannten Verstecken führte. In den engen Räumen zwischen alten, verblassten Karten und verrottenden Betten entdeckten sie etwas, das sie nicht zu sehen erwartet hatten. Die Lichtkegel der Taschenlampen rissen Bilder aus längst vergessenen Erinnerungen hervor. Regale, übersät mit seltsamen Päckchen und eisernen Kisten, die mit Schlössern gesichert waren, wirkten wie bewachte Verstecke, als wären sie selbst Teil der Schiffswände. Auf den staubigen Verkleidungen prangten rätselhafte Embleme, die auf geheime Operationen hinzuweisen schienen, über die die Geschichte lieber schweigen würde. Doch in einigen der Kisten wartete nicht nur materielles Erbe auf sie, sondern auch außergewöhnliche Funde, die zum Nachdenken über die Verbindung des menschlichen Lebens mit unbekannten Elementen anregten. Zwischen Dokumenten und Briefen, die von einer Schicht der Zeit bedeckt waren, entdeckten sie Karten, deren Routen niemals zu Ende geführt worden waren. Die feine Grenze zwischen Realität und Fiktion begann zu verschwimmen, und vage Ahnungen durchdrangen die Luft und kündigten neue Überraschungen an. Und während unsere forschende Begeisterung noch nicht abgeklungen war, offenbarte sich ihm einer der erstaunlichsten Aspekte dieses Fundes. Je tiefer sie in das Innere des U-Boots vordrangen, desto mehr stießen unsere Forscher auf etwas, das leicht zum größten Rätsel dieser Expedition hätte werden können. Direkt vor ihren Augen erschienen Geräte, die in keinem der ihnen bekannten Modelle jener Zeit zu finden waren. Diese Instrumente hoben sich deutlich vom gewohnten technischen Arsenal des Schiffs ab, als wären sie aus einer anderen Realität oder Zeit eingebracht worden. Jeder gefundene Gegenstand war mit rätselhaften Symbolen bedeckt und seine Bestimmung blieb ein Rätsel. Einige Geräte erinnerten an Kommunikationselemente, andere wiederum schienen offensichtlich etwas weitaus Bedeutenderes zu steuern. Vielleicht waren sie Teil geheimer Entwürfe, die nicht in die üblichen technischen Handbücher aufgenommen wurden, oder sie wurden für Aufgaben geschaffen, über die wir nur spekulieren können. Aber was bedeuten diese geheimnisvollen Symbole? Welche Geheimnisse verbargen diese seltsamen Mechanismen, und wer waren diejenigen, für die sie bestimmt waren? Die Wellenringe auf der Oberfläche der Zeit geben Hoffnung auf die richtigen Antworten.
Oder waren es nur getäuschte Erwartungen, die zu neuen Entdeckungen führten? Bereiten Sie sich vor, dieses Rätsel wird der nächste Schritt bei der Entschlüsselung der gesamten Geschichte sein. Doch das ist erst der Anfang neuer Fragen. Denn schon bald stießen unsere Helden auf besondere Dokumente, die nicht auf ihre Entdecker gewartet hatten. Direkt auf ihrem Weg stießen die Forscher auf eine erstaunliche Sammlung von Dokumenten, die jahrelang in völliger Dunkelheit verborgen gewesen waren. Die rostigen Metallcontainer entpuppten sich als wahre Schatzkammern der Geschichte, aus denen vergilbte Seiten von Berichten und Briefen herausragten, wie Stimmen einer verlorenen Zeit. Darunter befanden sich alte Karten, deren Routen sich in unvorhersehbare Richtungen verzweigten, und geheimnisvolle Befehle, verfasst in einer Sprache voller Codes und Rätsel. Denjenigen, die sich daran machten, den Inhalt zu entschlüsseln, eröffnete sich ein unglaubliches Bild. Die Dokumente warfen ein Licht auf geheime Operationen und untermauerten die Argumente, dass das U-Boot in den Ereignissen des Krieges eine weitaus bedeutendere Rolle gespielt hatte als bisher angenommen. Einige Aufzeichnungen enthielten die Nachnamen und Dienstgrade von Besatzungsmitgliedern, die ein unerklärliches Verschwinden hinterlassen hatten. Doch was noch rätselhafter ist, unter den Schriftrollen befanden sich Aufzeichnungen, die auf eine Interaktion mit einer unbekannten Kraft hindeuteten, welche das Schicksal der Besatzung verändert hatte. Gerade diese Funde geben Anlass zu neuen Forschungen. War das U-Boot wirklich nur Teil eines größeren Spiels? Die Dokumente verwebten das Rätsel wie nichts anderes mit der realen Welt und mit den Spuren derer, die einst hier waren. Und so, noch bevor sie alle Botschaften der Vergangenheit begreifen konnten, entdecken unsere Forscher Spuren von Kämpfen, die die Erinnerung an diesen versunkenen Giganten wie zum Leben erwecken. Das Licht der Taschenlampen dringt durch die Wassermassen und hebt geheimnisvolle Markierungen am Rumpf des U-Boots hervor. Sie wirken wie klaffende Wunden vergangener Schlachten, in denen die Zeit in ihren schrecklichen Erscheinungen stillzustehen scheint. Die Einschläge, die auf der Außenhaut sichtbar sind, scheinen von dem Drama zu schreien, das sich in den Tiefen des Meeres abgespielt hat, und bergen tausende ungelöster Fragen in sich. Die Spuren von Artilleriegeschossen, die unter den Schichten von Rost kaum noch zu erkennen sind, erfüllen das Bild mit Unruhe und Anspannung. Es scheint, als erzähle jede Delle ihre eigene Geschichte darüber, wie das U-Boot einen erbitterten Kampf um sein Schicksal geführt hat. Die zerbeulten Metallplatten und hervorstehenden scharfen Fragmente verleihen dieser Geschichte Lebendigkeit und Tiefe und versetzen die Forscher in die unheilvollen Augenblicke der Seeschlacht. Angesichts immer neuer Anzeichen der Zerstörung beginnen die Forscher zu ahnen, dass die letzten Augenblicke des Schiffes die Folge einer brutalen Begegnung mit dem Feind waren. Was waren das für Kämpfe? Wer leistete einen so mächtigen Widerstand? Vielleicht ist die Lösung ganz nah und schon bald werden sie etwas finden, das nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch das Schicksal derer, die an jenem verhängnisvollen Tag an Bord waren, erhellen kann. Es ist an der Zeit, zu persönlicheren Funden überzugehen, den Hütern der schaurigen Wahrheit. In der Tiefe, verborgen vor den Augen, gibt es etwas unerklärlich Unheimliches und Geheimnisvolles. Unsere Forscher stießen bei ihrer Erkundung des U-Boot-Innenraums auf einen Fund, der daran erinnert, dass hier einst menschliches Leben existierte. In einem der Abteile, zwischen Trümmern und Chaos, stoßen sie auf nicht identifizierte Überreste, die sorgfältig an einem versteckten Ort abgelegt wurden. Im spärlichen Licht wirken die Formen und Konturen verschwommen, doch eines wird deutlich: Dies sind Spuren vergangener Seelen, die für immer in der kalten Stille verharrt sind. In den festen Umarmungen der Zeit erstarrt, werfen diese Überreste viele Fragen über das Schicksal derer auf, die im Inneren des eisernen Giganten gefangen waren. Wer waren diese Menschen? Welche Geheimnisse könnten sie mit in diese letzte versunkene Zuflucht genommen haben? Zerfetzte Kleidung, kaum erkennbare Abzeichen und persönliche Gegenstände, die daneben liegen, scheinen ihre Geschichten erzählen zu wollen. Doch die Zeit ist unerbittlich und die Antworten entgleiten weiterhin wie Sand zwischen den Fingern. Die Forscher fühlen sich für diese Seelen an Bord verantwortlich, und es scheint, als würden sie allmählich ihre Präsenz spüren. Diese erstaunliche und zugleich düstere Entdeckung regt zum Nachdenken über die sich wiederholenden Tragödien in der Geschichte der Menschheit an. Doch noch größere Entdeckungen und immer erstaunlichere Ereignisse erwarten sie, die zur Auflösung dieser rätselhaften Geschichte führen könnten. Das nächste Kapitel verspricht, noch tiefer in die Geheimnisse einzutauchen und einen Blick auf das zu werfen, was jenseits der Grenzen der bloßen Wahrnehmung liegt. In den verdunkelten Korridoren des U-Boots, wo Erinnerungen und Realität in einem geheimnisvollen Tanz miteinander verschmelzen, kursieren Legenden über Geister. Diese Geschichten werden im Flüsterton weitergegeben, als ob man Angst hätte, die Bewohner der Dunkelheit zu wecken, die die metallenen Wände umhüllt. Unsere Forscher haben mehrmals eine seltsame, fast übernatürliche Präsenz bemerkt, leichte Bewegungen am Rande ihres Blickfelds, als würde jemand aus der Vergangenheit sie beobachten.
Die nervöse Anspannung verstärkt sich, wenn sie den Gedanken zulassen, dass die Besatzung einst hier geblieben sein könnte, gefangen von unheimlichen Umständen. Alte Seemannsgeschichten beschreiben, wie die Seelen der Matrosen, die keinen Frieden gefunden haben, durch die stählernen Labyrinthe umherirren und versuchen, ihre unvollendeten Geschichten zu übermitteln. Ungewöhnliche Erscheinungen, ein Rascheln, wo eigentlich Stille herrschen sollte, und ein Kälteschauer, der über die Haut läuft, erzeugen eine Atmosphäre von Ehrfurcht und Geheimnis. Warum bleiben die Seelen hier eingeschlossen? Was hält sie in dieser Welt? Und welche Geschichte wollen sie denen erzählen, die es wagen, in das Geheimnis einzutauchen? Indem sie die dunkelsten Ecken mustern und jeden Zentimeter des Schiffs absuchen, versuchen die Forscher, die in diesen Legenden verborgene Wahrheit ans Licht zu bringen. Bald wird ihr Weg zu Entdeckungen führen, die Vergangenheit und Gegenwart neu überdenken lassen und magische Momente der Menschheitsgeschichte enthüllen, die durch unsichtbare Fäden mit unerklärlichen Phänomenen verbunden sind. Die folgende Geschichte öffnet die Augen für die Größe dieses Unterwasser-Bestiariums. Seit der Antike galten die Meere als Orte, an denen Realität und Mythen ihre geheimnisvollen Geschichten weben. Das U-Boot, das auf dem Meeresgrund gefunden wurde, bildet da keine Ausnahme. Laut lokalen Erzählungen war es nicht einfach ein Kriegsschiff, sondern trug außergewöhnliche Eigenschaften in sich. Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, berichten davon, wie das U-Boot auf seinen letzten Fahrten auf geheimnisvolle Weise verschwand und wieder auftauchte, als könne es jeder Gefahr entkommen. Man sagt, an Bord hätten sich unerklärliche Phänomene ereignet, leuchtende Lichter, seltsame Geräusche und sogar Uhren, die langsamer gingen. Etwas, das jenseits der gewöhnlichen Wahrnehmung existiert, beflügelt die Fantasie und stellt die Grenze zwischen Möglichem und Fantastischem in Frage. Fügen wir dazu die Legende über ein mysteriöses Gerät hinzu, das angeblich in der Lage ist, Meeresströmungen oder sogar das Wetter zu beeinflussen, und das U-Boot erhält die Aura eines beinahe mystischen Artefakts. Diese Geschichten finden nicht nur bei denen Anklang, die seit ihrer Kindheit Legenden am Lagerfeuer gehört haben, sondern auch bei Forschern, die gezwungen sind, ihre Vorstellungen über das U-Boot zu überdenken. Begleitet von einem reichen Kaleidoskop an Mythen werden sie zur Quelle der Inspiration und des Interesses für alle, die mit der Größe dieser Geschichte in Berührung gekommen sind. Doch nicht nur Mythen fesseln die Vorstellungskraft. Vielleicht wird der nächste Fund den Schleier über schockierende Fakten lüften, die niemand auch nur geahnt hätte. Wenn es scheint, dass unsere Forschungsarbeit bereits viele Entdeckungen gebracht hat, wartet eines der atemberaubendsten Geheimnisse noch auf seine Zeit. Als das Team durch die staubigen Korridore dieser Unterwasserrelike kroch, stieß es auf einen Fall, der den Atem raubt. Etwas, das all ihre bisherigen Vorstellungen grundlegend verändert. Hinter den massiven Türen, die seit vielen Jahrzehnten keine menschliche Berührung mehr gespürt hatten, fand sich etwas völlig Unglaubliches, ein kleines, aber außergewöhnliches Videoband. Es war nicht nur eine große Herausforderung, dieses rätselhafte Objekt zu entdecken, sondern auch seine Bedeutung zu begreifen. Als schließlich Neugier und Vorsicht dem Verstand nachgaben, offenbarte das Band seine Geheimnisse. Es waren Aufnahmen, die kurz vor der letzten Fahrt vom Bord des U-Bootes gemacht wurden. Keines der den Historikern bekannten Archive enthielt Vergleichbares. Diese Aufnahmen waren wie Wächter einer längst vergessenen Wahrheit. Die erstaunliche Entdeckung steht zweifellos mit einer geheimen Mission der Besatzung in Verbindung. Die Aufzeichnungen, die an der spannendsten Stelle auf faszinierende Weise abbrechen, werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten, führen aber allmählich zu dem Gedanken, dass das beeindruckendste Abenteuer noch dasjenige ist, das erst entdeckt werden muss. Es scheint, als beginne sich der Schleier der Geheimnisse zu lüften und deutet auf Geschichten hin, die unser Verständnis von Mut und Opferbereitschaft all jener erweitern werden, die für ihre Ideale gekämpft haben. Was ist mit denen geschehen, die ein so reiches Erbe hinterlassen haben? Die nächste Erzählung wird uns durch den Vorhang der Zeit zurück in die Vergangenheit führen und die Seiten menschlichen Mutes und Prüfungen aufschlagen. Die grausamen Wellen des Krieges haben nicht nur eine Nation von der Landkarte getilgt, sondern auch stumme Zeugnisse über die Schicksale der Menschen bewahrt, die im Schatten der Geschichte geblieben sind. Unter den verlorenen Artefakten und entglittenen Hinweisen nimmt das Andenken an die Seeleute dieses U-Bootes einen besonderen Platz ein. Ihre Geschichte, die im Widerschein der Zeit nachhallt, ist voller unglaublichen Mutes und tragischer Rätsel. Die Besatzung, die ihre letzte Reise nicht zurück zu ihren Familien, sondern in die verborgenen Tiefen des Ozeans antrat, trug die Schatten vergangener Leben und eine Zukunft mit sich, die nie Wirklichkeit werden sollte. Diese Männer, die inmitten eines Sturms der Widersprüche Standhaftigkeit bewiesen, wurden zum Symbol eines ungebrochenen Geistes, ungeachtet des unbekannten Preises, den sie zahlen mussten. Die an Bord gefundenen Zeugnisse breiten sich wie Muster verpasster Schicksalsentscheidungen aus und lassen einen darüber nachdenken, wie es gewesen sein muss, dieses U-Boot zu führen. Ihre Briefe, erfüllt von Gedanken an die Heimat und von Zweifeln, wirken wie ein Echo für jene, die das Meer liebten und für immer in seinen Armen verschwanden. Die Besatzung wurde zur Stimme der Geschichte, die ihre Zeilen in die blutige Chronik der Zeit eingeschrieben hat, aber auch bleibende Bewunderung bei jedem hervorruft, der in ihren Schoß tritt.
Diese Geschichte wird sich bald im Kreis neuer Entdeckungen verdichten und uns noch näher an das Verständnis jener Atmosphäre heranführen, in der diese Seeleute lebten und um ihr Schicksal kämpften.